Moin YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Event-Guide wieder. Wir haben jetzt ein neues Event wieder am Start und ich wollte euch kurz meine Gedanken und Tipps sagen, die euch vielleicht das Leben erleichtern werden, die Entscheidung zu treffen. Vorweg wollte ich noch mal kurz erwähnen, wir haben immer noch Platz in unserer Gilde, also falls ihr Bock habt, bodenständig und bodenständig 2 ohne Leerzeichen sucht, immer noch Spieler. Einfach auf unser Discord-Channel joinen, Bescheid geben, dass ihr uns gerne joinen möchtet. Die erste Gilde ist unter den Top 10 im Gebietskrieg und Co. Und Bodenständig 2 ist einfach nur eine Farmgilde für Anfänger und Leute, die jetzt weniger kompetitiv spielen möchten und einfach nur Gilden-Content machen wollen, ist das eine ziemlich gute Anlaufstelle, vor allem auch, um an unserer Main-Gilde dran zu sein, dass man sich so ein bisschen austauscht mit Informationen und so und hilft. Genau. Ansonsten noch kurz, bitte abonniert den Kanal, liked die Videos, um in der deutschen Community einfach mehr Reichweite zu generieren. Wir haben leider in der deutschen Community sehr, sehr wenige Mitspieler momentan und es wird halt natürlich auch immer weniger, weil wir wenig Werbung haben von der Seite aus von den Entwicklern, also von der Entwicklerseite. Es kommt irgendwann Werbung, wir wissen nur nicht wann, aber um mehr Reichweite zu generieren, supportet uns und mich natürlich, würde mich sehr freuen. Und falls euch auch meine Arbeit gefällt, würde ich mich wirklich über ein Follow freuen. Einfach nur, um auf YouTube ein bisschen präsenter zu sein, um die Leute mehr darauf hinzuweisen, dass das Spiel geil ist und dass wir mehr deutsche Leute mittlerweile ins Spiel wieder reinbekommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Das nur kurz am Rande. So, jetzt gehen wir ins Event. Und zwar, diesmal ist es ein Baumattributsthema-Event quasi, weil es rotiert ja immer von den Elementen. Wir hatten erst Wasser, dann Feuer, jetzt haben wir Baum. Dann wird es wahrscheinlich Licht und dann dunkel. Und bei dem Baum-Event würde ich euch jetzt kurz mal zeigen, was es für Bauteile gibt. Es gibt Leben, Unsterblich, Vampir, Korrupt, Heilen, Segen. Das ist quasi die von Todeslabor, die Bauteile. Und von den Bauteilen hier gibt es einige, die sehr gut sind, die ich euch auf jeden Fall alle wärmstens empfehlen kann. Ich werde euch auch einfach sagen, welche für welche Situation oder welche Elements am besten geeignet sind, um einfach euch die Entscheidung zu erleichtern, das richtige Bauteil für euch zu nehmen. Als allererstes wichtig ist, was braucht euer Account momentan am meisten von diesen Bauteilen? Wahrscheinlich der eine oder andere farmt vielleicht nicht so viel Todeslabor und hat noch nicht so viele Set-Teile von Bauteilen. Wenn ihr sehr, sehr wenig haben solltet, dann würde ich euch vielleicht weniger empfehlen, die Vierer-Sets zu nehmen, wie Unsterblich, Vampir. Ähm, meine Heilen ist auch, glaube ich, ein Four-Set-Teil. Ja. Müsste nur, glaube ich, Korrupt und Segen sind 2 Sterne-Set-Teile. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ein auch eins war. Das könnten wir theoretisch einmal kurz nachschauen, bevor ich euch was Falsches sage. Ne, ist auch ein Zweier-Set. Okay, das heißt, die 3 müssten alle Zweier-Sets sein. Ja, genau. Alles Zweier-Sets. Ja. Also die 3 sind Zweier-Sets und die 3 hier oben und ich glaube, Leben ist auch ein Zweier-Set, wenn ich mich nicht täusche. Yep. Nur die 2, also Unsterblich und Vampir sind die einzigen Vierer-Sets, wo ihr 4 Bauteile braucht, um unbedingt ähm, ein Set zu haben. Ist halt die Frage, ob ihr dann vielleicht eher in einen von den anderen Richtungen geht. Also Leben würde ich euch ja nicht empfehlen. Leben ist eines der wenigsten Bauteile, die ihr momentan überhaupt verwenden könnt. Ja, es gibt 20% mehr HP, aber als Offset kann man es mal benutzen, natürlich. Das sage ich nicht, dass es ganz komplett schlecht ist. Aber es gibt halt viel, viel bessere Offsets, die man benutzen kann. Wie zum Beispiel Resistance dann aus dem anderen Dungeons, aber jetzt in dem Fall vielleicht eher weniger. Aber ich persönlich, also ich selber werde auf jeden Fall ein Unsterblich-Set nehmen, weil ich sehr viele Elements habe, die unsterblich Bauteile brauchen, wie zum Beispiel die ganzen Lichtelements, die sehr viel Supporter-mäßigen Rollen haben, wie zum Beispiel die Lichtlaserratte, sollte man auf Unsterblich spielen am besten. Dann den Baum Eisenfaust kann man auf Unsterblich spielen, sehr, sehr stark, vor allem im PvP- und Gildenkampfbereich kann man sehr
wirklich sehr, sehr wärmstens empfehlen und auch andere etliche Elements, die man auf Unsterblich spielen könnte rein theoretisch, also eher auf Supporter würde ich's nehmen. Man kann's natürlich auch auf Damage-Dealer nehmen, aber ihr müsst halt in Kauf nehmen, dass wenn ihr auf 'n Damage-Dealer nehmt, äh, tut ihr natürlich, viele Stats einbüßen, wie Damage, Crit Rate, Crit Damage und so weiter. Deswegen, also, würde ich eher auf, Supporter sehen mit viel Resistance, viel HP, viel, ähm, Accuracy vielleicht noch, falls ihr es braucht, aber wahrscheinlich eher weniger, aber eher Resistance, LP, Verteidigung, vielleicht noch Speed, um ein bisschen einfach schneller zu sein. Also das würde ich auf jeden Fall da sehen. Vampire könnt ihr auf jeden Fall, oder Vampir könnt ihr auf jeden Fall auch auf Damage-Dealern benutzen, wie zum Beispiel Mann im Harnische Feuer, sehr, sehr stark. Ist ein HP-Damage-Dealer-Tank quasi. Würde ich auf jeden Fall auf Vampire sehen. Es gibt auch so andere Damage-Dealer, die man vielleicht mal auf Vampire spielen kann. Aber vielleicht für den einen oder anderen nicht so wichtig für den Moment. Also Vampir würde ich jetzt vielleicht an hinterer Stelle erstmal stellen. Grob sehr, sehr gut auch gegen, also auch bei tankigen Damage-Dealer, weil ihr müsst vorstellen, Korrupt ist ja dafür da, dass ihr die Max HP zerstört von Elements. Bedeutet, äh, die haben immer weniger LP. Diese Sets sind am besten auf Tanks, also tankigen Damage-Dealer vielleicht auch, weil sie leben ja sehr, sehr lange und dadurch haben sie auch mehr Zeit, den Gegner die HP immer weniger zu machen, um dann am Ende quasi zu One-Shotten oder so. Ich glaube, bis zu 50% oder so HP bleibt übrig am Ende. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ist nur eine Annahme. Ich bin mir nicht 100% sicher. Weiß jetzt nicht, ob das so irgendwo stand. Ich meine, es steht irgendwo in den Beschreibungen der Fähigkeit, des Bauteils selber. Ähm, und sogar 60%, genau. Das steht in der Beschreibung der Bauteilen. Wenn ihr auf den Dungeon dann geht und auf die Sets geht, da seht ihr es auf jeden Fall. Da könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass es bis zu 60% sogar. Also dafür, das sind so Bauteile, die ihr wirklich auf tankigen Damage-Dealern baut. Wie zum Beispiel der Baumbär oder vielleicht auch Feuerbär könnt ihr bauen. Ähm, ansonsten Lichtbär kann es auch draufpacken. Also auch ein Zweierset. Also man kann es quasi als Offset mit dazu nehmen. Und stacken tun die, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, das sind 5%, glaube ich, vom Max HP, 30% vom Schaden, bis zu 5% Max HP. Also das heißt, wenn ihr dann stackt, könnt ihr bis zu 15% Max HP zerstören. Wenn ihr gute Bauteile habt, könnt ihr komplett full korrupt gehen mit 3 Bauteilen. Das ist auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, für was man diese Bauteile am besten braucht. Heilen würde ich eher auf Supporter, auch Heal-Supporter nehmen, die vielleicht eher passiv heilen, weil denen ihre passive Heilung ist meistens ein bisschen wenig. Auch wenn ihr sie dann geskillt habt, dann sieht es ein bisschen besser aus, aber nicht so ganz gut. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, so bei, zum Beispiel bei der Feuer- oder Dunkel- oder Baum, Krankenschwester könnt ihr die raufpacken, weil es sind einfach 12% Heilung mehr und das ist halt ein Zweier-Set. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt ähm, Rache-Bauteil, 2 Stück und dann ein Heilen-Bauteil. Kann man ja zum Beispiel auf der Feuer spielen, habt ihr halt ein bisschen mehr Heilung. Wer auch sehr gut profitiert von Heilen-Bauteilen ist der Dunkelkürbis. Weil er heilt, oder sein Attack-Aktionsbeisten-Erhöhung basiert ja auf die Heilung, basiert auf die Überheilung, sorry, so rum. Basiert auf die Überheilung. Wenn ihr komplett 6 Bauteile von Heilen auf dem Dark Kürbis habt, habt ihr knapp 36% mehr Heilung auf dem Kürbis. Bedeutet 36% mehr Überheilung, aka ihr boostet mehr die Aktionsleiste. Deswegen also Dark Kürbis funktioniert sehr, sehr gut auf Heilenset. Nur mal am Rande. Genau. Und Segen ist auch nicht schlecht, ist genauso, also ist, würde ich sagen, von Platzierung her wäre Leben auf dem letzten Platz, Segnen auf dem vorletzten Platz und dann kommt
Vampire und dann würde ich sagen Heilen und Korrupt und Unsterblich. So würde ich es für mich persönlich jetzt einteilen. Der eine oder andere sieht es vielleicht anders, ist aber auch es ist halt, ne, jeder hat eine eigene Meinung. Aber ich versuche zumindest mal den Anfängern und den Leuten zu helfen, die vielleicht weniger Ahnung haben und nicht Leute, die vielleicht schon wissen, was für Bauteile sie haben, wie gut sie in dem Bereich sind, wo sie auf was Fokus legen. Natürlich legt dann jeder auf andere Bauteile ihr Fokus, wenn sie zum Beispiel genug unsterblich hat. Braucht diese Person vielleicht weniger. Sowas halt. Also ihr müsst das mal im Hinterkopf behalten. Das soll halt wirklich für Leute. Aber ich meine, wer dieses Video anschaut, wird auf jeden Fall nicht so viele Bauteile haben und nicht so viel Ahnung haben im Sinne von, was er am besten nehmen sollte. So, das auf jeden Fall mit zu allem, so mal kurz zum Overall. Segen, wie gesagt, gibt nur 8% HP auf alle Verbündeten. Ist nice to have, aber würde ich jetzt auch ganz hinten anstellen, wie gesagt. So, ich persönlich werde auf jeden Fall auf unsterblich gehen. Das wird mein Bauteil sein, weil unsterblich ist für mich momentan im Gildenkampf und im PvP sehr, sehr stark. Wird dem einen oder anderen Sieg helfen, definitiv. Da müsst ihr halt jetzt selber gucken, wie gut sind eure Bauteile allgemein. Als allgemeinen Tipp kann ich euch immer empfehlen, 2, 4 oder 6. Nehmt bitte keine 1, 3, 5 Bauteile. Das sind die leichteren Bauteile, die ihr farmen könnt. 2, 4, 6 ist deutlich schwerer zu farmen. Also bei allgemein. Das solltet ihr euch immer im Hinterkopf behalten. Allgemein 2, 4, 6 ist immer schwerer zu farmen, weil da muss der Hauptset stimmen und Subset stimmen. Bei 1, 3 und 5 habt ihr immer die gleichen Hauptstats. Deswegen würde ich die nie im Leben nehmen bei solchen Events. Deswegen versucht 2, 4 oder 6 zu nehmen und da guckt ihr einfach, was passt besser auf eurem Account. Ich persönlich habe jetzt bei Unsterblich jetzt nicht sehr viele Hauptstat-Bauteile. Ich denke mal, ich werde entweder auf 2 oder auf 4 gehen mit HP. Okay, wie ich sehe. Doch, da. Ich habe gerade gedacht, es gibt kein HP. Aber es heißt ja LP auf Deutsch. Genau. Ich werde wahrscheinlich auf LP gehen. Vielleicht gehe ich sogar auf Stat 2. Weil man könnte theoretisch irgendwann mal später auf Damage bauen. Dann geht man auf Crit Damage oder Crit Rate, wenn man genug HP in den Substats hat. Deswegen vielleicht ist es sinnvoller, auf dem zweiten Stat LP zu gehen mit den Substats Resistance, ähm, Resistance, Speed, Verteidigung und Crit Rate zum Beispiel. Könnte man nehmen. Würde ich jetzt persönlich nehmen. Einfach nur um Tanky mit viel Resistance und noch ein bisschen einen Tick schnell und Damage noch zusätzlich zu machen. Das wäre wahrscheinlich der Pick, den ich nehmen würde jetzt in dem Fall, also auf Slot 2. Weil wie gesagt, bei Slot 4 könnte man sich dann irgendwann umentscheiden und sagen, okay, ich gehe auf Crit Rate oder Crit Damage, wenn ich genug LP habe hier in 1, 3, 5. Weil man kann ja auch Schleifsteine irgendwann fahren, grinden und kann dann vielleicht, kann man hat dann ein Bauteil mit 30% HP, packt nochmal 10% Legendary drauf und man hat 40%. Das ist einfach fast äquivalent zu einem normalen Hauptset. Deswegen kann man dann da irgendwann in Zukunft vielleicht sagen, okay, ich gehe dann lieber auf den vierten Slot auf Crit Damage oder Crit Rate. Je nachdem. So, sobald ihr das habt, könnt ihr für 300 Punkte herstellen gehen, dann kriegt ihr die Substats. Ich habe leider jetzt keine 300 Punkte, aber wenn ihr dann herstellen geht, kriegt ihr dann die Substats und die Substats könnt ihr dann die ganze Zeit erneuern. Sobald ihr die Substats dann habt, könnt ihr, wenn ich mich nicht täusche, genau, hier steht es nochmal, also für jeden, der wissen will, wo was steht, steht auch alles nochmal hier drin. Und hier seht ihr nochmal, das den Kriterien entspricht. Du kannst Eventpunkte ausgeben, um die Nebenattribute des Bauteils zufällig neu zu würfeln. Okay? Also man kann die Bauteile neu würfeln, immer wieder, bis du ein zufriedenstellendes Bauteil hast. Der aktuelle Herstellungsfortschritt kann jederzeit abgebrochen werden und ein anderer Bauteil ausgewählt werden. Während des Events kann nur ein Bauteil erhalten werden und nach dem Erhalt kann man nicht weiter herstellen. Also wähle sorgfältig aus. Das nur kurz mal am Rande. Bedeutet, ihr könnt die Subsets auswählen, nachdem ihr es ausgewählt habt. Kleiner Tipp, nur mal am Rande. Wenn ihr das Bauteil fertig gemacht habt, das ist jetzt wirklich wichtig. Ihr habt ja schon vielleicht das eine oder andere Event schon gesehen. Nach diesem Event kommt direkt das exklusive Bauteilverstärkung. Nur am Rande. Bedeutet, das ist genau der nächste Schritt zu diesem Event. Heißt, ihr könnt dann ein Bauteil hier reinpacken
und die Substats öfters rerollen. Bedeutet, wenn ihr jetzt einen sehr, sehr guten Bauteil habt, verschwendet es nicht und grindet es selber hoch. Wartet diese 19 oder einen Monat. Ich weiß, ein Monat, die meisten werden dann sagen, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, will das jetzt haben. Macht das bitte nicht, weil ihr habt jetzt erstmal 19 Tage Zeit sowieso. Behaltet das Ding über 19 Tage drinne, grindet es, bis ihr wirklich die perfekten Subsets mit den einigermaßen guten Rolls habt. Also wirklich, ich werde versuchen, so gut es geht, die Max Rolls von den Stats zu bekommen. Prozent LP, Prozent, Resistance, Crit Rate, Verteidigung, Speed zum Beispiel. Alle auf besten auf Max Roll. Weil ihr könnt unendlich viele Punkte sammeln. Es ist völlig egal. Es kommt immer darauf an, wie viel ihr selber farmt. Und nach diesen 20 Tagen kommt ja dieses Mini-Event. Nach diesem Mini-Event kommt dann das Verstärkungsevent. Und das Verstärkungsevent wird dann auch ein Baumattributsthema sein. Bedeutet, ihr könnt dann diesen fertigen Bauteil einfach in das nächste Event reinpacken und wirklich dann rerollen, bis ihr die Stats so habt, wie ihr Bock habt. Ich glaube nur bis maximal plus 9. Aber hey, plus 9 ist plus 9. Ne? Das sind 3 Stats, die ihr erhöhen könnt. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, entweder plus 9 oder plus, aber ich glaube plus 9 war es. Und ihr habt ein Bauteil schon fast so krass gut, wie ihr es haben wollt. Und da vor allem auch noch das, was ihr selber hergestellt habt. Ich werde auf jeden Fall auch noch irgendwann in den nächsten Tagen, vielleicht nächste Woche, ich werde noch sehen, werde ich natürlich noch ein Video machen zu allen Bauteil-Sets, wie welches Bauteil am besten, wo ihr verwenden könnt. Und vielleicht mit den Subsets, aber ich werde das, glaube ich, in 2 Videos teilen, damit man so ein bisschen Zeit spart und vor allem dann wird das Video viel zu lang gehen. Ihr merkt schon, ich bin jetzt schon wieder fast 20 Minuten drin und ich habe gerade nur ein Part erklärt. Also ihr wisst, was ich meine. Das nur dazu auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Tut wirklich mir den Gefallen und behaltet das Bauteil bis zum letzten Tag, oder nicht bis zum letzten Tag, aber zumindest bis ihr wirklich perfektes Bauteil habt und lasst es dann liegen, bis das nächste Event kommt. Ihr werdet nicht viel krasser, wenn ihr jetzt einfach dieses Bauteil direkt selber hochmacht. Ihr werdet es bereuen, vertraut mir. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr das Bauteil selber hochmacht, weil dann wird es irgendwie scheiße rollen. Ihr könnt es dann natürlich zurücksetzen, aber dafür müsst ihr dann extra Ressourcen verbrauchen und. Deswegen nur mal am Rande. Also, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, würde mich echt über was freuen. Unterstützt unsere deutsche Community einfach. Am besten ihr tut noch Bewertungen machen bei Element Vision selber im Android Store oder im App Store oder wo auch immer ihr das runtergeladen habt. Macht eine gute Bewertung, schreibt rein, hey, spielt dieses Spiel, gibt dem Try, damit die Leute mehr und mehr auf dieses Spiel aufmerksam werden. Also dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ciao.